Okay, herzlich willkommen hier zum Cheesecake willst du den Talk Boden haben? 2020. Willst du ihn haben? Nee, danke. In Leipzig. So, die erste Frage an dich. Bitte stell dich einmal kurz vor. Wie alt bist du? Wie lange voltigierst du? Wo kommst du her? Was machst du sonst? Deine Lieblingsfarbe? Dein Haustier? Den Namen deines ersten Haustieres? Also zur ersten Frage ein ganz klares Ja. Das ist ein Insider. Kennt ihr das von Lukas Podolski? Zu der zweiten Frage, die habe ich mir vergessen. Bitte stell dich kurz vor. Genau, ich bin Yannick Heiland, jetzt 27 Jahre alt. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Oder ich mag eigentlich alle Farben gerne. Also ich bin nicht so der Schwarz-Weiß-Typ. Ich bin fast 1,80 groß. Wie schwer? Und ich wiege fast 70 Kilo. So schwer bin ich nicht. Hast du ein Haustier? Und dich. Sagst du immer, wenn du das Das ist meine Antwort. Nee, aber ich habe Yannick, den behandle ich wie ein Haustier. Du hättest mir die Frage nicht stellen dürfen. Ja, das ist doof, ne? Scheiße. Eigentor von mir. Und ja, Aber was hast du noch für Hobbys neben dem Voltigieren? ich habe gerade ein neues Hobby gelernt. Ne? Wir sollen das sagen, Schnecken sammeln. Ja, genau. Sonst haben wir immer Pilzsammeln aufgeschrieben. Jetzt sind es die Schnecken. Jetzt sind wir zum Schneckensammeln. Okay, ansonsten, um die Frage mal seriös zu beantworten, andere Hobbys. Ja, wir basteln tatsächlich ganz gerne. In unserem Häuschen, in unserer Werkstatt, die bauen wir gerade um. Und da bauen wir gerne Sachen aus, ja, hauptsächlich aus Holz. Und jo, das macht zumindest mir viel Spaß. So, die nächste Frage an dich. Beschreibe dich selber in 3 Worten. Kurz. Wieso stellst du euch die ganze Zeit die Fragen? Weil ich hier der Chef bin. Das habe ich aber in dem Interview für die... Ja, ich weiß, deswegen. Auch schon. Konntest du jetzt schnell drauf kommen. Und ich glaube, ich habe geschrieben, Müde? ehrgeizig, humorvoll und gelassen. Ja, okay, passt. Bitte schildere uns sehr anschaulich dein lustigstes Voltigier-Erlebnis. Oh ja, das weiß ich noch ganz genau. Das ist gar nicht so lange her. Das war nämlich vor ziemlich genau einem Jahr bei der Pferd und Jagd, bei der Show. Ja, da haben wir 3 Shows gemacht. Die erste Show war sehr, sehr klassisch und auch so ein bisschen klassisch mit Anzügen hatten wir da an. So ein bisschen Opernstil. Und dann hatten wir am Sonntag noch eine... Kannst du ein bisschen schneller reden? Okay. Am Sonntag noch eine Show für so Kinder und da hatten wir das Thema Star Wars geplant. So mit Laserschwert, Kampf und Star Wars Musik. So, dann haben die da irgendwie leider das mit der Musik so ein bisschen durch den Tüdel gebracht und haben dann zu der Star Wars Show, wir waren natürlich alle in Star Wars Sachen gekleidet, beziehungsweise ich nicht, weil ich war krank leider, aber Vic und Tommy. Und dann haben sie zu der Star Wars Kostüm-Show dann so klassische Musik laufen lassen. Und das hat mich doch sehr amüsiert, muss ich sagen. Ja, Ich fand es kacke, denke ich. Ich fand es auch super geil. Ich fand es klasse. Super geil. Wie läuft das Training derzeit bei dir, das Wintertraining? Das Wintertraining läuft soweit eigentlich ganz gut. Ich habe hier auch schon so ein paar neue Sachen versucht, haben so mittelmäßig gut geklappt. Aber generell für den jetzigen Zeitpunkt der Saison bin ich soweit ganz zufrieden. Was ist deine Lieblingsübung? Was ist deine Hassübung? Also meine Hassübung war ich eine lange Zeit, ist eigentlich immer noch die Technikrolle. Das ist aber meine Lieblingsübung bei dir. Die finde ich nicht so gut. Und meine Lieblingsübung in der Kür? Ja, Pflicht. Insgesamt? Ansonsten mag ich alle Übungen ganz Flanken gerne. schießen vielleicht. Ja, Oder Kopfbälle machen. Pause machen. Pause ist auch gut. Pause machen ist eigentlich deine Lieblingsübung, ne? Kann ich nicht so gut wie du, aber Nee, da bist du wirklich Champions League im Pause machen. Auf jeden Fall Tabellenführer, ganz klar. Wir lassen die Flasche jetzt weg. Das ist ja auch albern eigentlich. Was sind deine Ziele für diese Saison? heute ist erstmal mein Ziel, dich zu schlagen. Nein, es war ein Witz. Mach das mal. Verteidige mal den Titel von letztem Jahr. Ansonsten ist das Ziel natürlich für mich so, mich für die WM zu qualifizieren. Und was sonst so passiert, habe ich mir uns eigentlich keine weiteren speziellen Ziele gesetzt. Gesund bleiben. Ja. Ein paar gute Taten irgendwie vorgenommen für dieses Jahr?
Das passierte nicht. Doch, ich mache jeden Tag 2 mehr gute Taten im Gegensatz zu dir. Welche denn? Nenn mir eine. Du stehst meistens auf und machst danach erstmal nichts. Nein, ich meine, nenn mir eine gute Tat von dir. Wir sind ja bei dir jetzt gerade. Es dreht sich um dich. Jeden Wie Tag, immer ein, dreht sich jeden alles Tag hier um ein dich. Stück Müll aufheben. Hab ich heute schon gemacht. In der Box nämlich war nämlich Müll. Nebenscheiße. Echt? Das hast du aufgehoben und weggeschmissen? Plastikmüll. Ja, aber nicht. Doch. Du hast Barbara Bescheid gesagt, dass da Müll liegt und die hat es Nee, die aufgehoben. war nämlich gar nicht da. Mein Handy war auch aus, weil ich keinen Akku mehr hatte. Ah, du hast erst überlegt, ob du jemanden anrufst, der es dann aufheben könnte. Nee. Ich habe erst überlegt, ob ich es dir überlasse, das zu machen, aber... Okay. Eine gute Tat heute schon, ja. Gut. Ich werde dich morgen darauf ansprechen, auf die guten Taten. Guten Morgen wird es vielleicht schwieriger, aber... Okay, warte mal. Was ist dein Kürthema dieses Jahr? Ich hatte gehofft, dass du mir die Frage beantworten kannst. Das ist dein Kürthema, aber ich kann ja mal Ja, Brainstorming es machen. ist noch so ein bisschen schwer zu greifen, würde ich sagen. Das ist noch nicht ganz Ich weiß noch nicht so genau. visiert, okay. Und Was hältst du denn wenn davon, wenn du... Wenn würde ich es dir nicht sagen? Arsch. Wir sind doch unter uns. Wir sind doch quasi Brüder. Trotzdem. Irgendwo hört der Spaß auf. Okay. Dann Vielleicht mache ich mal der Patin gut oder so. Touché. Wäre das schon eine gute Tat? Das wäre eine gute Tat fürs Thema. Was hast du immer in deiner Trainingstasche? Nicht so viel. Ich habe auch oft gar keine dabei. Hast du eine Trainingstasche? Hast du eine Trainingstasche? Ich versuche immer einen zu haben, ja. Aber da ist meistens nicht so viel drin. Wenn, dann sind deine Schuhe in meiner Trainingstasche. Versuche ich, ja. Meistens, ja. Also vielleicht an dieser Stelle einmal einen Aufruf starten. Yannick braucht unbedingt mal eine eigene Trainingstasche. Ich habe ja eine. Echt? Zum Rucksack. Aber der ist zu unauffällig. Den vergisst du immer, ne? Wo ist denn dein Autoschlüssel eigentlich? Habe ich wieder gefunden. Wo denn? Das war in meiner Jackentasche. War vom Pullover. Ich dachte, sie wäre in der Jacke. Ärgerlich. Okay. Was Barbara ist schon an die Rezeption gegangen, weil ich es nicht gefunden habe. Yannick hat heute wieder seinen Autoschlüssel verlegt, 3 Stunden. Was würdest du am Voltigiersport verbessern? Das interessiert mich jetzt mal. Kannst du das kurz... Ich hätte die Armnummern, dass wir keine Armnummern haben. Ich würde gerne auch 1 Minute 20 haben, so wie es auch eine Diskussion war, oder eigentlich schon fast. Damit du ein bisschen mehr Pause machen kannst. Genau. Ansonsten hetze ich mich da immer so durch. Okay. Und ich kenne da so viele Übungen. Ich verstehe ja, dass du nur 1 Minute brauchst, weil... Ne? Ich passe mich einfach Wenn dem man nicht so Regelwerk viel an. kann. Ich bin so ein klassischer Prinzipienreiter. Also ich passe mich einfach das, was mir vorgegeben wird, daran halte ich mich und damit komme ich zurecht. Genau. Also verbessern würdest du 1,20? Genau, und die Armnummern, dass wir im Reihen rauslaufen, das würde ich irgendwie auch noch versuchen zu optimieren. Dass man nicht so rein humpelt. Also so, Und das mit dem Grüßen, finde ich, kann man... Das ist für Außenstehende schon merkwürdig. sieht komisch aus, ne? Ja. Aber das Grüßen ist doch eigentlich so eine Respektsache. Das ist doch irgendwie... Es ist aber nur eine Respektsache, dass man das Regelwerk respektiert. Das kannst du auch vom Rand aus machen. Dass man es in der Mitte macht, meinst du? Ja. Das stimmt, man könnte Oder auch rein Mit dem winken. Einlaufen, dass du den Zirkel betrittst, respektierst du ja auch schon die Regeln. Eigentlich so grüßen wäre auch cool, ne? Wie das man beim Springreiten, oder? Das ist mir zu sehr militärmäßig. Fasst man sich einfach nicht. So wäre eigentlich der guter Voltigiergruß. Oder? Super. Vaulting World, darf ich keine Fragen stellen? Nein, ich bin hier der Chef. Das ist mein Cheesecake. Aber ich habe davon gegessen. Das ist mein Cheesecake Talk. Irgendwelche Überraschungen oder Ankündigungen für die Voltigierwelt? Bist du Vater? Mutter? Nee, ich glaube nicht. Aber ich Überraschung. Hast du geduscht heute? Schon, ja. Nehmen wir das als Überraschung, oder? Lassen wir gelten. War eine gute Tat. Er ist immer so nett zu mir. Vielen Dank für das Interview. Nee. Dafür nicht. Ah ja, genau, ich mache meistens so. Und Cut. Willkommen zum... Ja, da habe ich schon die erste Frage an meinen Interviewpartner Yannick Heiland. Was glaubst du oder was denkst du, wie sollten wir dieses Interviewformat nennen?
Siehst du nicht Das ist das Mikrofon. Okay, und ich esse gerade noch, also hast du noch 2 Minuten? Aber nur 2. Okay, willkommen zurück. Sind Sie jetzt soweit für das Interview? Ja. Okay. Dann nochmal die Frage an Sie, Herr Heiland. Wie würden Sie dieses Interviewformat nennen? Das Kind braucht einen Namen. So eine schwierige erste Frage. Wollen wir zusammen mal so ein Brainstorming machen? Okay. Stimmt. Ich wäre für Käsekuchen. Käsekuchen, Talk. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Käsekuchen, Wir Klatsch. machen es auf Englisch. Cheesecake Talk. Cheesecake, okay. Ach, wir machen es auf Englisch? Alles? Cheesecake Talk mit den Brüsewitzbrüdern. Ich sehe das. Okay, das Ergebnis unseres Sit-Ins ist Der hier ist gut, echt. Cheesecake Talk mit den Brüsewitz-Brüdern. Cheesecake, aber den Boden brauchen wir nicht. Wir brauchen nur das Cheese hier. Nur den Cheese, okay. Cheesecake Talk. Okay, herzlich willkommen.